In diesem kleinen Film zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Spesenfuchs schnell und einfach Ihre Reise erfassen können. In unserem Beispiel geht es um den Besuch einer Konferenz in Paris, wobei wir mit dem Auto in Freiburg starten und von Basel nach Paris fliegen. Zunächst erfassen wir die Rahmendaten der Reise mit ihrem Namen, Beginn und Ende der Reise, dem Startort und dem Zielort. Mit dem Speichern der Reisestammdaten werden die Schaltflächen für die Erfassung von Belegen oder weiteren Angaben aktiviert und die Zusammenfassung enthält schon erste konkrete Zahlen, die sich, wie wir gleich sehen werden, mit jeder Eingabe dynamisch verändern. Zum Beispiel, wenn wir einen ersten Hotelbeleg erfassen. Im Moment berechnen sich die Beträge noch nach den landesspezifischen Tages- und Übernachtungspauschalen. Wenn wir jetzt die erste Hotelrechnung zusammen mit dem Frühstück erfassen, mit passender Bezeichnung, der entsprechenden Kategorie, der Datierung und den angefallenen Ausgaben, sowie dem eingescannten Originalbeleg als Anhang, dann erhöhen sich die Kosten deutlich. Anders wäre es, wenn wir zum Beispiel für die zweite Nacht eine extrem günstige Übernachtung erfassen würden. Denn wenn der Betrag unter dem der Pauschalerstattung liegt, ist das für Sie ungünstiger und Spesenfuchs signalisiert das durch die orangene Hervorhebung. Hier würde es zu einer Verbesserung führen, auf diesen Beleg zu verzichten, so als wenn Sie bei einem Freund übernachtet hätten und die Pauschale herangezogen werden kann. Bei den Mahlzeiten vermerken Sie im Übrigen, ob bestimmte Mahlzeiten schon auf anderem Wege abgerechnet wurden und daher abgezogen werden müssen. Wie zum Beispiel bei dem Frühstück im ersten Hotel, das in der Hotelrechnung enthalten war. Das A und O einer Reiseerfassung sind natürlich die Belege, wie in unserem Beispiel das Flugticket oder die Parkgebühren. Gehen Sie dabei genau so vor, wie Sie es beim Erfassen des ersten Hotelbelegs kennengelernt haben. Belege können Sie übrigens von unterwegs aus direkt mit Ihrem mobilen Gerät erfassen. Am Ende erstellen wir die Reisekostenabrechnung als PDF und können dabei bestimmen, welche Berichte erstellt werden sollen. Die Felder für die persönlichen Daten sind zunächst leer, sofern Sie noch keine Stammdaten hinterlegt haben. In diesem Bereich können Sie Ihre Stammdaten jederzeit nachtragen und dann ist die Reisekostenabrechnung vollständig und abgeschlossen. Wenn die Dokumentenauswahl stimmt, erstellen Sie das PDF und können dann die fertige Abrechnung herunterladen und gegebenenfalls ausdrucken oder per E-Mail versenden. Ein paar andere typische Anwendungsfälle mit Spesenfuchs zeigt ein weiterer Film.